Assalamu alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute zeige ich euch meine Lieblings-Low-Carb-Brötchen, die mit sehr viel Bio-Käse hergestellt werden, sowohl von innen als auch von außen, weshalb sie einen herrlichen Duft verströmen, ebenso wie einen vorzüglichen Geschmack, Mashallah. Ketogene Brötchen, die lecker schmecken und einfach herzustellen sind, hatte ich euch schon mal hochgeladen. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Aber diese Brötchen sind einfach nicht zu überbieten, wie ich finde, sodass es einem auch nicht schwerfällt, auf herkömmliche, ungesunde weiße Brötchen zu verzichten. Sie schmecken also nicht nur herrlich, sondern sind auch noch Low Carb, sprich, sie besitzen kaum Kohlenhydrate. Denn das herkömmliche Getreidemehl wird hier mit Mandelmehl ersetzt. Unter anderem. Und deshalb möchte ich euch dieses tolle Rezept nicht vorenthalten. Die erste Zutat wird Bio-Speisequark sein und so habe ich hier nur eine halbe Packung benutzt, weil ich hier ein kleines Rezept herstelle, welches in meinen Airfryer reinpasst. Aber man könnte natürlich auch die doppelte Menge herstellen und diese Brötchen ganz normal im Ofen backen. Den selbstgemachten Wunderlauchquark-Rest gebe ich auch noch hinzu. Wer möchte, könnte daher auch einfach Kräuterquark oder am besten noch den selbstgemachten Wunderlauchquark hinzugeben. Der gibt den Brötchen einen ganz leckeren, bekannten Geschmack. Ein Video zum Wunderlauch und was man damit alles herstellen kann, das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Dann haben wir eben 100 Gramm Bio geraspelten Käse hinzugegeben und dann noch 50 Gramm Parmesankäse. Jetzt kommen diese 2 Eier hinzu. Natürlich auch von Bio-Qualität. Wichtig ist, dass die tierischen Produkte immer von Bio-Qualität sein sollten, denn wir wollen keine ungesunden Produkte von kranken Tieren aus der Massentierhaltung benutzen. Die flüssigen Zutaten werden jetzt mit dem Käse erstmal gründlich durchgemischt, bis wir eine homogene Masse erreichen und dann kommt das Mandelmehl hinzu, ebenso Himalaya-Salz und Backpulver. Alles wieder gut durchmischen. Dann werden wir noch 2 gehäufte Esslöffel Flohsamenschalenpulver hinzugeben. Diese Zutat könnte man theoretisch aber auch weglassen. Und das war es jetzt auch schon alles an Zutaten. Jetzt wird einfach alles hier nochmal gut durchgemischt und dann hatte ich hier noch so ein paar Tropfen geschmolzenes Kokosöl hinzugegeben, aber das könnte man auch weglassen. Das benutze ich eigentlich in der Hauptsache dafür, um die Finger damit anzufeuchten und um dann die Brötchen daraus zu formen. Viele Zutaten braucht man also nicht für dieses Rezept, wie wir sehen. Lediglich also geraspelter Käse, Parmesankäse, Eier, Quark oder Frischkäse, Mandelmehl, Salz und Backpulver. Das war's theoretisch schon. Das Flohsamenschalenpulver und hier auch das Kokosöl bewirken eben, dass der Teig nicht klebt und dass man die Brötchen richtig schön formen kann. Ich benutze hier jetzt den Airfryer übrigens, wie schon angedeutet. Damit backen die Brötchen dann richtig fix. In kurzer Zeit werden die dann fertig sein. Ich kann euch hier oben nochmal eins meiner anderen Videos verlinken, die mit dem Airfryer hergestellt werden. Denn mit dem Gerät kann man sehr sparsam backen und kochen und frittieren und auch um einiges gesünder. Wer aber gleich die doppelte Menge herstellen möchte, der kann auch das Ganze im Ofen backen. Die Brötchen könnte man jetzt eben mit verschiedenen Körnern bestreuen, wie wir das jetzt hier sehen, Samen oder auch mit Käse. Die 2 letzten Brötchen hatte ich hier dann mit Käse bedeckt. Der Käse war hier gefroren gewesen. Ich hatte dann auch noch zu einer anderen Gelegenheit die ganzen Brötchen nur mit Käse bedeckt. Und zwar, als ich die doppelte Menge davon hergestellt hatte und dann im Ofen. Einfach weil ich die so lecker fand, hatte ich dann gleich nochmal doppelt so viele hergestellt und zwar alle mit Käse bedeckt. Und diese Version gefällt mir einfach am besten, weil ich den Käsegeschmack und Geruch in diesen Brötchen so gerne mag. Jetzt kommen die Brötchen, wie gesagt, hier in den Airfryer und werden dann die ersten 2 bis 3 Minuten bei Höchsthitze gebacken, damit der Airfryer dadurch aufgeheizt wird und danach werden sie auf relativ niedriger Hitze, also zwischen 165 und 170 Grad Celsius, gebacken. Nach 15 bis 20 Minuten sehen die dann von oben schon so aus und jetzt drehe ich die einfach nochmal um, damit sie auch von unten nochmal 5 Minuten backen können, um so von beiden Seiten eine goldbraune, appetitliche Farbe zu bekommen. So sehen die dann von unten aus und jetzt sind die fertig, die Brötchen. Wir lassen sie kurz 5 bis 10 Minuten lang auskühlen, bevor wir sie dann anschneiden können und bestreichen können mit was immer wir gerne möchten. Im warmen Zustand schmecken sie natürlich am allerleckersten, denn dann zergehen die so richtig auf der Zunge, Mashallah. In diesem Fall allerdings hatte ich sie ziemlich lange auskühlen lassen, etwa eine halbe Stunde und dann erst angeschnitten und mit meinem leckeren Cashew-Dip bestrichen. Jetzt möchte ich euch noch mal kurz die Vorteile der ketogenen Ernährung aufzählen. Erstens, sie ist entzündungshemmend. Die aus der konsequent durchgeführten ketogenen Ernährung resultierende Ketose weist eine stark entzündungshemmende Wirkung auf, wodurch das Risiko von degenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Krebs gesenkt wird. Zweitens, sie ist energiesteigernd. Der Zustand der Ketose unterstützt die Zellen, insbesondere das Gehirn, mehr Mitochondrien herzustellen. Diese Energiekraftwerke sorgen dafür, dass man
von morgens bis abends wach und fokussiert ist. Drittens, sie ist fettverbrennungsfördernd, sodass man schnell und gesund Gewicht verlieren kann. Viertens, sie ist konzentrationssteigernd, denn Ketonkörper sind eine ideale Energiequelle für das Gehirn, denn dieses kann bis zu 75% der Energie aus Ketonkörper gewinnen. Und fünftens, sie ist blutzuckersenkend, denn wenn die ketogene Ernährung richtig und konsequent durchgeführt wird, stabilisieren sich Insulin- und Blutzuckerwerte, sodass der Typ-2-Diabetiker durch die konsequente ketogene Ernährung geheilt werden kann, insbesondere dann, wenn er die gesunde Variante der ketogenen Ernährung durchführt, indem er nur hochwertige Fette zu sich nimmt, die Proteine und tierischen Produkte nur in Form von Bioprodukten zu sich nimmt und wenn er ausreichend grünes Biogemüse verzehrt, insbesondere in Form der chlorophyllhaltigen grünen, gepressten Wildkräutersäfte, idealerweise noch in Kombination mit dem intermittierenden Fasten. Mein Video zum intermittierenden Fasten, das kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Hier habe ich das Brötchen nochmal mit meinem leckeren Cashew-Dip bestrichen und dann hier mit Brokkoli-Sprossen belegt. Sprossen aller Art sind das gesündeste und frischeste Gemüse, was es gibt. Mein Video zu den Sprossen und wie man diese herstellt, das verlinke ich euch hier oben auch nochmal. Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachbacken dieser leckeren, gesunden, ketogenen Käsebrötchen, die geschmacklich herkömmlichen Brötchen in nichts nachstehen. Gutes Gelingen, guten Appetit und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann teilt dies mit euren Freunden, Verwandten und Bekannten und vergesst nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.